Hi und herzlich willkommen zurück bei Max E. Heute mit einem neuen Einbauvideo. Wie schon angeteasert, gibt es ein Update für das Rear Display mit 7,2 Zoll und jetzt auch Unterstützung für Kopfhörer hinten. Darauf komme ich nachher nochmal. Den ausführlichen Einbau gibt es jetzt direkt nach dem Intro. Wie bei jedem Einbauvideo gibt es erstmal den Blick in die Schachtel, was drin ist. Dieses Display wurde mir zur Verfügung gestellt von TR Yard. Dafür gibt es einen 22% Rabattcode mit MAXE. Schreibe ich euch aber alles in die Beschreibungsbox und jetzt schauen wir erstmal rein, was dort drin ist. Das neue Display misst jetzt 7,2 Zoll anstelle von 7 Zoll in der Diagonale, hat jetzt diesen netten silbernen Rahmen, adaptiert aus dem Model S und Model X. Hat jetzt zwei USB-C-Buchsen anstelle von zwei USB-A und einer USB-C. Der Slot hier unten für die Lüftung ist ein bisschen dünner geworden. Und außerdem soll die Software oder die Hardware, ich weiß ja nicht, was die Ursache bei dem anderen Display war, jetzt beheben, dass man auch zusätzliche Kopfhörer für hinten ansteuern kann. Ob nur ein paar geht, ob viele gehen, das werde ich dann einfach ausprobieren. Also zur Software kommen wir dann später im Video. Jetzt kommt erstmal der Einbau. Dazu schauen wir mal wieder hier hinten drauf. Wir haben hier den bekannten Stecker, so wie bei dem anderen Display auch. Und ansonsten ist hier jetzt nichts mehr da. Wir haben dann den Y-Stecker zur Verkabelung des Displays. Und wir haben dann hier einen entsprechenden Stecker, damit der andere Stecker nicht lose in der Luft drin ist, wo die USB-Ports dran waren. Eins ist mir noch aufgefallen. Hier unten sind jetzt so diese Plastikdinger. Ich weiß nicht, ich hoffe, man kann es gut sehen. Dort ist es eigentlich so, dass so eine Metallbügel rankommt. Die sind auch an dem Originalteil immer mit dran. Das heißt, wir machen jetzt den oberen Teil ab. Wichtig ist immer, bevor ihr das einbaut, das Model 3 ist ein bisschen kleiner als das Y. Dann geht ihr einmal auf Sicherheit, geht dann runter und gebt auf Ausschalten und dann Ausschalten. Wie beim letzten Mal, sobald ihr vorne den Sitz berührt, geht das ganze Display wieder an und das Bordnetz ist aktiv. So, jetzt ist es ausgeschalten und wir können jetzt dran arbeiten. Ganz wichtig beim Einbau, immer die Installationsbrille tragen. Und dann können wir ja auch direkt rangehen. Gehen hier mit den Fingern quasi wieder drunter. Zack. Erstmal langsam geübt. Dann zieht man das nach hinten und dann ist es auch schon ab. Ihr seht, ziemlich einfach. Hier unten haben wir den Stecker dran. Das ist der USB-Stecker. Den lösen. Und das war's schon. Das hier unten, hier, das sind diese Metallbügelchen. Die sind bei dem neuen Teil nicht direkt mit drin. Das heißt, die müssen wir hier abmachen. Ich glaube, die kann man mit einem Schraubendreher relativ einfach hier oben aufhebeln und dann abmachen. Machen wir gleich. Macht die Sitze bitte ganz nach vorne. Dann habt ihr einfach etwas mehr Platz zum Arbeiten. Wir schauen uns mal hier in den Dings rein. Hier ist quasi der Stecker, hier kommt das wieder rein. Hier, das ist alles das, was Lüftung ist. Hier kommt dann auch das andere Teil wieder rein. Und hier drunter, da fädeln wir dann wieder unser Kabel durch. Das sollte relativ einfach gehen. Okay, einfach runterhebeln. Zack, nach oben drücken. So, dann löst sich das auch. Wichtig ist, nach hinten wegziehen. Mehr gelernt, nicht zur Seite. Und dann bleiben diesmal auch alle Sachen dran. So, hier sind auch wieder diese Klammern dran. Die könnt ihr sehen. Und wir sehen jetzt hier unten wieder unseren Stecker. Hier an der Seite ist der Knopf. Darauf drücken, hier rausziehen. So, also wir haben jetzt hier unser Anschlusskabel. Dann hat man hier diesen einfachen Y-Stecker. Hier ist rein theoretisch noch möglich, den Sitz quasi des Beifahrers zu steuern. Da habe ich aber überhaupt gar keine Lust drauf. Und offensichtlich kann man auch die Entscheidung treffen, das nicht zu tun. Ich brauche das nicht. So, das heißt, wir brauchen nur den Stecker hier. Der kommt so. Klips. Und auch der kommt wieder hier rein. Klips. Und der Vorteil jetzt beim Model 3 ist, dass man hier einfach ein bisschen Platz hat. Jetzt müssen wir hier wieder durch. Das war beim Model Y sehr einfach und ich hoffe einfach, dass es beim Model 3 genauso einfach geht. So, dann haben wir es da weg. Da kommt da. Man kann diese Frontblende auch abschrauben, man kann dafür auch Zubehörteile nehmen. Ich lasse es dran. So, unser Kabel ist durch. Wunderschön. So, jetzt haben wir für den Kollegen hier eine Brücke. Zack. Die da einfach. Da kann man wirklich nichts falsch machen. Da ist extra so eine kleine Nut hier dran. So, dann kann man die hier einfach reinstecken. Zack. Und dann ist der quasi blind.
Wir nehmen unser schönes neues Display. So. Kommst du her? So. Und dann haben wir hier wieder den Stecker. Wirklich, da kann man echt nichts falsch machen. Also hier oben habt ihr so eine kleine Nase dran und hier habt ihr den Clips, der dann quasi die Nase festhält. Die beiden übereinander rangeklipst und fertig. Das war's schon. Dann kommt der ganze Krempel hier wieder rein. Einfach reingestopft. Richtig rummachen. So. Das Kabel lege ich hier außen rum, weil wir ja hier drauf achten müssen. Dass quasi diese Lüftung hier auch wieder genau da reinkommt, wo die Lüftung rein muss. Also wir haben jetzt diese kleinen Klammern da rausgemacht. Die können wir jetzt an das Display anbauen. Das ist ein bisschen friemelig. Da muss man halt mit dem Schraubendreher runterhebeln. Dann muss man die auch so ein bisschen überbiegen. Das ist kein Problem. So sehen die jetzt aus. Und die kann man quasi auch wieder so zusammendrücken. So, also einfach hier drüber machen. Rein. Und dann war es das auch. Und das machen wir mit dem zweiten auch. Wichtig ist, auslassen hinten das Display, weil wenn ihr die ganze Zeit mit dem Finger drauf kommt, ist das halt blöd. Also ich habe das erst unten rein, dann oben rein. Dann ist es drin. Passt, wackelt, hat Luft, oder? Was denkt ihr? Und dann kommt einfach die Abdeckung hier wieder drauf. Wow, sieht aus wie neu, oder? Schauen wir jetzt mal das Menü durch. Wir können hier wie bei dem 7 Zoll Display auch einstellen, ob wir hier hinten separat belüftet haben. Und jetzt geht die Lüftung an. Sehr angenehm auch, dass man es wie gesagt ausschalten kann. Und das ist nur die Lüftung wirklich für hinten ganz wichtig. Das geht nämlich sonst beim Tesla nicht, der ist immer aktiviert. Dann haben wir die Sitzheizung. Wir haben jetzt in einer übersichtlicheren Darstellung die hinteren Sitze, sodass man besser einstellen kann, welchen Sitz man heizen möchte, ohne dass man sich jetzt orientieren muss, welchen Sitz man jetzt genau hat. Ich finde die Darstellung wesentlich besser als die andere. Hier kann man theoretisch, wenn man das zweite Kabel angeschlossen hat, dann auch den entsprechenden Vordersitz verschieben. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil das für mich nicht notwendig ist. Wir haben dann ein separates Musikmenü, wo wir dann die Musik im Auto steuern können. Ja, haben wir gehört. Und wir haben hier dann ein Lockscreen. Der zeigt uns jetzt die Uhrzeit an. Das finde ich insgesamt ganz nett, weil man das Display ja nicht immer benutzt. Und dann ist es halt ganz gut, wenn das einfach nur der Lockscreen ist. Wir haben dann außerdem eine Möglichkeit, das Display zu deaktivieren. Und dann haben wir die entsprechenden Apps. Wir haben hier ja ein Android-System. Das bedeutet, wir haben entsprechende Einstellungen, die sind Android-spezifisch. Wir haben den Play Store, sodass man viele andere Applikationen runterladen kann. Wir haben YouTube hier drauf. Und ja, wie gesagt, das kann man dann hier ganz klassisch laden. Wir können dann auch natürlich die entsprechenden Videos schauen, die wir hier so drin haben. Das ist alles insgesamt, finde ich, sehr flüssig oder deutlich flüssiger als in der anderen Version. So. Wie praktisch, hier haben wir gerade die Sitze. Genau, das ist das andere Video, das verlinke ich euch hier gerne nochmal. Neben YouTube haben wir dann auch noch verschiedene andere Apps, die man installieren kann. Es gibt eine vorinstallierte Video-App, die finde ich jetzt nicht so spannend, auch die vorinstallierte Music-App. Das hier ist eine Applikation, um euch mit Apple CarPlay zu verbinden. Es gibt hier Over-the-Air-Updates, aber da ist gerade nichts verfügbar. Und ihr habt Prime Video, Disney Plus und Netflix sollte bei euch vorinstalliert sein. Sky Go habe ich jetzt spaßenshalber mal installiert. Und wenn man dann sich seinen Streaming-Dienst seiner Wahl aufruft, genau, kann man hier einfach dann seine Applikation starten. Kommen wir nun zum spannenden Test. Osterzeit ist Reisezeit und dann sitzen die Kinder ja hinten viele, viele Stunden und ich hoffe, dass man sie unterhalten kann. Und dafür habe ich entsprechende Beispielkopfhörer, einmal die AirPods 3 und einmal die Bose Over-Ear, die für die Fahrt eigentlich immer angenehmer sind. Die Kinder lieben das, egal ob im Flieger oder im Auto. Und die checken wir jetzt einfach mal, ob wir die verbinden können mit dem neuen Display und das dann auch nutzen. Dann gehen wir in Bluetooth, Connected Devices und pairen ein neues Device. Jetzt sind sie bereits im Koppeln und da tauchen sie auch schon auf. Drücken wir drauf, hier ankreuzen und dann Pairen erlauben. Jetzt haben wir die Kopfhörer hier dran und ich bin gespannt. Einmal aufsetzen, Rechtsklick. Hammer! Wir haben
Audio. Ich hoffe, dass ihr das auch hört. 50 kW, das ist alles total unkompliziert. Ja? Also ob das 170, 200. So, ich hoffe, das funktioniert. Das ist schon mal cool. Das bedeutet, dass die Bose-Kopfhörer schon mal funktionieren. Test 2 ist, gehen die AirPods. Also auch die AirPods sind jetzt connected und die spannende Frage ist, gehen beide gleichzeitig? Weil wenn 2 Kids hinten sitzen, wäre das echt cool. Wenn beide gleichzeitig funktionieren. Schritt 1, die AirPods. Noch höre ich nichts. Also man hört was, aber es ist tendenziell leise. Ich habe jetzt auf eine höhere Lautstärke gemacht. So, das kann man quasi, indem man hier oben reingeht und dann dort auf die Lautstärke geht. Ach ja, jetzt noch der Test. Funktioniert beides gleichzeitig. Also, hier drauf höre ich. Ich höre immer noch auf dem rechten, auf dem linken. Okay, augenscheinlich oder wahrscheinlich geht genau ein Headset. Das ist gut, das ist das Minimum. Cooler wäre noch, wenn 2 funktionieren würden. Ja, ich glaube, man kann Audio auch irgendwie sharen. Das geht jetzt hier nicht. Ein Kopfhörer geht. Das ist schon mal super gut. So funktioniert das System wenigstens. Ich finde, das Display ist ein deutliches Update gegenüber dem Vorgänger. Man hat jetzt 7,2 Zoll Display anstatt 7. Es orientiert sich außerdem optisch an dem Model X und Model S mit dem silbernen Rahmen. Das fügt sich sehr schön ins Gesamtbild und wirkt auch sehr Tesla-like. Ich finde auch das Menü jetzt sehr aufgeräumt. Es orientiert sich auch so ein bisschen an dem Tesla UI, sodass man das nicht mehr so stark sieht, dass es eigentlich ein Android-System sieht man dann trotzdem, wenn man in die Apps rübergeht. Aber das bietet natürlich dann auch die Möglichkeit, dass man alle möglichen Applikationen dort installiert. Ich habe jetzt wie gesagt nur ein paar Streaming-Dienste draufgepackt. Was mir nicht so gut gefällt, ist, dass diese Clips, die hinten nicht mit dran sind, weil die doch ein bisschen fummelig von dem Originalteil abzumachen sind. Was ich super finde, ist, dass der Einbau wirklich sehr leicht ist. Also man macht die Abdeckung halt ganz normal ab, man muss nicht schrauben oder sowas und dann klipst man das Display einfach rein. Also viel einfacher geht es eigentlich nicht. Ich habe eine kurze Probefahrt mit meinem Sohn gemacht, der findet das super. Man kann sehr gut von allen Plätzen hinten eigentlich drauf schauen. Natürlich ist es einfacher, wenn man in der Mitte nicht gerade 1,90 Meter ist. Das verdirbt, glaube ich, allen so ein bisschen den Spaß daran. Das Display kostet $450 roundabout und mit meinem Code MAXE bekommt ihr 22% Rabatt. Wie gesagt, habe ich euch nochmal in die Beschreibungsbox gepackt. Ich weiß, so ein Display ist nicht für alle was und manche wollen nicht ins Bordnetz eingreifen, wobei ich glaube, macht keinen Unterschied, ob ich jetzt mit einem günstigen OBD-Stecker da rangehe ans Bordnetz, um dann alles Mögliche anzuschließen oder ob man halt so ein fertiges Display anschließt. Es ist jedem seine Entscheidung, macht wie ihr wollt. Ich will euch einfach nur zeigen, wie es dann aussieht und ob es was für euch ist. Entscheidet es einfach selber, ihr habt hier alle Möglichkeiten. Falls ihr noch Fragen habt, fragt mich gern. Abonniert natürlich gern den Kanal, wenn ihr mehr von solchem Content sehen wollt oder auch andere Sachen. Und lasst natürlich einen Daumen nach oben da. Das hilft dem Algorithmus und das bereitet mir einfach Freude für die Mühe, die man sich hier macht. Vielen Dank und ciao.